Schön, dass du hier bist. Heute habe ich ein Gespräch vorbereitet, das ist für den Alltag. Und zwar, wenn du etwas zurückgeben möchtest im Geschäft, wenn etwas nicht passt. Und das ist einmal ein Gespräch Niveau B1 und das nächste ist ein Gespräch vom B2-Niveau. Okay, so. Ich lese das erstmal vor und dann werden wir das analysieren. Also, der Ort ist ein Kleidungsgeschäft. Die Person, das ist jetzt ein Kunde, ein Mann und die Verkäuferin. Guten Tag, ich möchte diese Hose und die Schuhe zurückgeben. Sie passen mir leider nicht. Die Verkäuferin, guten Tag. Haben Sie den Kassenbon dabei? Ja, hier ist er. Ich habe die Sachen vor 3 Tagen gekauft. Danke. Ich prüfe das kurz. Ja, das ist kein Problem. Die Rückgabe ist noch möglich. Kann ich stattdessen auch etwas anderes nehmen und nur die Differenz zahlen? Natürlich. Suchen Sie sich gern etwas aus. Wenn der neue Artikel günstiger ist, bekommen Sie die Differenz zurück. Ist er teurer, zahlen Sie einfach den Rest dazu. Super, ich habe hier diese Jacke gefunden. Sie kostet etwas mehr. Kein Problem, dann ziehen wir den Preis der zurückgegebenen Artikel ab und Sie zahlen nur die Differenz. Möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Mit Karte bitte. In Ordnung. So, das war's schon. Eine Frage noch. Warum wurde kein Rückgabegrund angegeben? Das ist Teil unserer internen Richtlinien. Ich darf darüber leider keine Auskunft geben. Verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Danke ebenfalls. Okay. Die Rückgabe ist möglich. Das heißt, ich kann die Sachen zurückgeben. Stattdessen ist auf Englisch instead. Kann ich stattdessen etwas anderes nehmen? Also kann ich statt das Geld zurückzubekommen, zum Beispiel eine andere Hose kaufen und dann nur den Rest bezahlen. Also den Rest, das ist jetzt hier die Differenz. Dann ziehen wir ab die Sachen vom Preis abziehen, heißt Minus. Also wenn ich 10 minus 10 mache, dann ziehe ich 10 von 10 ab. Ja, das ist abziehen. Okay. Und hier ganz wichtig, möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Also du kannst nur sagen, ich zahle bar, nicht mit bar, das sagt man nicht. Ja, allein, ich zahle bar oder ich zahle mit Karte. In Ordnung bedeutet, das ist okay. Okay, das ist Teil unserer internen Richtlinien. Das ist wie Regeln von der Firma. Also sie darf nicht darüber sprechen. Intern heißt, ja, also ich darf darüber keine Auskunft geben, ich darf darüber keine Informationen geben.
Dieses gern geschehen, man kann sagen vielen Dank und du kannst dann sagen bitteschön oder stattdessen kannst du gern geschehen sagen. Das ist sehr schön. Auf Englisch heißt es you're welcome. Jetzt kommt das Gespräch Niveau B2 und es ist jetzt ein Gespräch über Kleidungsrückgabe ohne Kassenbon. Dann haben wir hier eine Kundin und eine Verkäuferin. Guten Tag, ich habe vor ein paar Tagen eine Jacke bei Ihnen gekauft, aber sie passt mir leider nicht. Ich würde sie gerne zurückgeben. Guten Tag, haben Sie den Kassenbon noch? Leider nicht. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Ich habe schon überall gesucht. Das ist schade. Normalerweise benötigen wir den Kassenbon als Kaufnachweis. Ich verstehe, aber ich habe mit meiner EC-Karte bezahlt. Vielleicht können Sie die Zahlung im System finden? Haben Sie einen Kontoauszug oder einen Zahlungsbeleg? Ja, hier, ich habe einen Screenshot von meiner Bank-App. Die Zahlung war am 30. Juni 79,99 € an Modehaus Müller. Einen Moment bitte, ich prüfe das kurz im System. Ja, ich habe die Transaktion gefunden. Die Jacke ist auch noch bei uns im Sortiment. Das ist gut, aber ich würde gerne das Geld zurückbekommen, wenn das möglich ist. Leider können wir ohne Kassenbon nur einen Gutschein ausstellen. Eine Barauszahlung ist in diesem Fall nicht möglich. Schade, aber gut, dann nehme ich den Gutschein. Danke für Ihr Verständnis. Hier ist Ihr Gutschein über 79,99 €. Er ist unbegrenzt gültig und kann in allen Filialen eingelöst werden. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Okay. Also normalerweise ist die Rückgabe ohne Kassenbon nicht möglich, aber hier gab es die Option, dass die Verkäuferin einen Kaufnachweis haben wollte. Das kann zum Beispiel ein Beleg von der Bank sein, wo du zeigen kannst, dass du bezahlt hast. Oder das kann ein Kontoauszug sein. Oder in dem Fall ein Screenshot von der App. Ja, also ein Screenshot, falls du kein Englisch sprichst, das ist ein Bild, das du mit deinem Handy online machen kannst. Das ist die Transaktion, nicht Transaction. Und sie möchte aber das Geld zurückhaben und das geht nicht. Also man kann im Geschäft nicht das Geld bar auszahlen. Daher ist die Barauszahlung nicht möglich. Danke für Ihr Verständnis. Das ist ein Standardsatz, das kann man so lernen und immer sagen. Der Gutschein ist unbegrenzt gültig, das heißt, der läuft nicht ab. Also da ist kein Datum. Du kannst den für immer benutzen. Und du kannst den in allen Filialen einlösen. Also den Gutschein einlösen heißt, du kaufst etwas und du bezahlst mit diesem Gutschein. Gut, das ist alles in diesem Video. Bitte abonniere den Kanal.